Wer bist du? Ich bin Sophia Neises und mein Spitzname ist FIA, F-I-A, das steht für Future is Accessible. Mein Gebärdenname ist das, also ein Vampirbiss am Hals. Ich bin eine weiße Frau, ich bin Anfang 30 und ich habe meine Haare eher kürzer geschnitten und ich habe grüne Augen, die immer ziemlich durcheinander tanzen. Ich trage heute einen so leicht grünen Pullover, heller als meine Augen, und ein Armband aus Leder und einen Ring mit einer Muschel drin. Ich arbeite hier in Berlin als Choreografin, Dramaturgin, Aktivistin und Performerin. Was ist deine Verbindung zu Making a Difference? Ich habe wann war das? So April 2018 bei Making a Difference tatsächlich selber mal gearbeitet. Ich habe dort die Produktionsassistenz übernommen und ja, eigentlich auch mit der Idee, eben viel Community-Arbeit zu machen. Ich bin gerade ganz frisch aus meinem aus meinem Master gekommen und ja, war aber dann doch irgendwann, habe ich mehr gemerkt, dass es vielleicht nicht ganz mein Aufgabenfeld ist, weil ich doch sehr viel dann ins Performen reingekommen bin und gar nicht so viel da sein konnte fürs Projekt, wie es das eigentlich braucht. Und dann habe ich 2019 die Stelle bei Making a Difference sozusagen aufgegeben oder abgegeben an, ja, in ganz vielen anderen Besetzungen, die tollen Menschen, die dort jetzt arbeiten. Ich habe seitdem frei für Making a Difference gearbeitet und habe Workshops gegeben, vor allem in der Pandemie, eben auch online, Bewegungsklassen, gerade für behinderte Menschen, die noch nicht wieder in irgendwelche Klassen gehen konnten, nur weil die Pandemie vielleicht gerade wieder Dinge erlaubt hat. Habe ich die Online-Klassen gegeben und dann ein Workshop zur Audiodeskription für die Cross-Disability Community, ein Audiodeskriptionsworkshop für die ganzen NetzwerkpartnerInnen von Making a Difference und dann nochmal ein Dramaturgie-Labor, also ein Labor für blinde und sehbehinderte DramaturgInnen, dass sie selbst DramaturgInnen werden können, um wirklich Feedback geben zu können für Barrierefreiheit für blindes und sehbehindertes Publikum. Und jetzt bin ich glückliche Residenzkünstlerin und habe auch ja, ganz viel Unterstützung bei der Co-Produktion oder die Co-Produktion mit Making a Difference. Woran hast du während deiner Residenz und Koproduktion gearbeitet? In meiner Residenz habe ich mit 3 anderen Menschen kollaboriert und das war super bereichernd für die Produktion, die jetzt dann im September stattfinden wird. Und für mich das Thema generell, auch für die Produktion, ist so die Intimität in Assistenz. Und natürlich wollte ich mich irgendwie damit auch nochmal austauschen mit anderen so queeren behinderten Menschen und habe dafür eine ganze Woche mit der Person, die dann auch meine Dramaturgin ist in der Produktion, gearbeitet. Das ist Tanja Erhardt. Und dann war ich tatsächlich jetzt eine Woche bei ihr in London und wir haben eine ganze Woche zu Access-Intimität geforscht, also zu dieser speziellen Verbindung, die zwischen Menschen besteht, die in einer Assistenzsituation sich befinden. Das muss gar nicht professionell sein, das kann auch außerhalb jeglicher Formalisierung sein, einfach auf der Straße eine Begegnung oder egal wo. Dazu haben wir uns eine ganze Woche ausgetauscht. Dann habe ich auch noch die Frage an die Produktion, kann ich das Publikum in eine Form von kollektiver Assistenz, also eine Form von Assistenz, die nicht nur von 1:1 passiert, sondern mit einer Gruppe, wie kann ich da Menschen involvieren und wie kann ich also das Publikum in eine Assistenzsituation bringen, wo sie uns aber auch tatsächlich assistieren, also nicht nur als didaktisch-pädagogisches Moment. Und hier habe ich eine Woche lang mit Zwasi Miss Clark geforscht, einer Choreografin, mit der ich schon
seit 2016 mittlerweile arbeite und wir eben sehr viel uns mit Partizipation mit dem Publikum, aber auch mit Audiodeskription beschäftigen. Das heißt, perfekte Besetzung dafür. Und die letzten 2 Wochen der Residenz habe ich mit Irene Giraud, das ist auch meine Duettpartnerin, getroffen im Studio. Und Irene ist auch Silk-Trainerin, also Aerial Silk werden im Deutschen Vertikaltuch genannt. Und wie dieses Tuch funktioniert, hat Irene quasi mir unterrichtet, also wie ich darin mich bewegen kann. Und für uns war eben das spannende Forschungsfeld hier zu schauen, wie mit meinen Barrierefreiheitsbedarfen und mit Irenes Barrierefreiheitsbedarfen wir unsere gemeinsame Unterrichtsmethode finden können. Und das wird auch ein sehr transparenter Moment im Stück sein, dass wir diesen Prozess, den wir miteinander erleben, auch mit auf die Bühne nachher nehmen, weil es uns genau darum geht, was ist eigentlich das Wichtige oder was ist für uns das Spannende an Tanz und Bewegung? Ist es die Form von außen oder ist es das Prinzip, nach dem wir uns bewegen? Können wir durch Prinzipien vielleicht auch schon viel vermitteln oder muss es immer das gestreckte Bein sein, das riesig weit nach oben geht? Und daran haben wir geforscht und einfach auch nochmal echt trainiert. Mir passen meine Ringe jetzt wesentlich schlechter. Woran arbeitest du gerade? Was interessiert dich künstlerisch? Zum Glück bin ich trotz Selbstständigkeit gerade noch relativ weit im Voraus ausgebucht mit Dingen, die mir unheimlich viel Spaß machen und mich total interessieren. Da ist zum einen eine Produktion mit Ursina Tossi, die immer sehr physisch sind und wo ich tatsächlich bisher alles, was ich an Tanz kann, gelernt habe. Ich bin oft ausgeschlossen von regulären Tanzklassen, die sind selten für mich barrierefrei. Und da reinzugehen mit Ursina Tossi in diese physische Forschung, meinen eigenen Körper, mein Bewegungsvokabular zu erweitern, ist etwas, worauf ich mich schon total freue. Und eine Forschungsfrage, die mich gerade viel beschäftigt, ist die Verschränkung, nochmal auf den Bezug mit Cross-Disability, also behinderungsübergreifend auch gedacht und uns eben mehr als Einheit auch zu verstehen, uns nicht noch mehr zu separieren, wie wir es eh schon sind. Audiodeskription oder die Ästhetik für blindes und sehbehindertes Publikum mit einer Ästhetik für taubes Publikum zusammenzubringen. Also ich selber lerne gerade auch DGS und habe tatsächlich ein Flausenstipendium für nächstes Jahr mit der Theatergruppe Leute wie die, wo wir 4 Wochen lang Zeit haben, uns mit den jeweiligen Ästhetiken zu beschäftigen und vor allem mit den Ästhetiken von unserer jeweiligen Barrierefreiheit. Und genauso werde ich auch in einer Musiktheater-Performance in Hamburg mit dem Team von Inoperabilities tanzen, wo wir uns genau mit der gleichen Frage beschäftigen, wo ich die Ehre habe, mit Athena Lange arbeiten zu dürfen, auch eine taube Schauspielerin. Und das ist einfach eine Frage, die mich gerade enorm reizt, schon seit ich auch diesen Workshop für Audiodeskription gegeben habe, für Making a Difference, wo eben auch taube Teilnehmende waren. Ja. Was wünschst du dir als behinderte Künstlerin für die Zukunft? Zum einen wünsche ich mir selber, weiterhin Kunst machen zu dürfen und dass es nicht nur ein Trend ist, auch mit behinderten KünstlerInnen zu arbeiten. Das ist eine große Angst von mir und gleichzeitig ein Wunsch, dass sich diese Angst nicht erfüllt. Und ein anderer Wunsch für mich ist, da wir wissen, Barrierefreiheit ist keine Checkliste, sondern eine Haltung, dass ich in meiner Zukunft oder wir behinderten Menschen in unserer Zukunft einer Haltung begegnen, in der Menschen, Institutionen, PolitikerInnen bereit sind, ihre Haltung zu hinterfragen. Und damit meine ich also ihre Sehgewohnheit zu hinterfragen, ihre Hörgewohnheit zu hinterfragen und auch ihre Gewohnheit von, wie sie Zeit wahrnehmen auf der Bühne. Und sich immer wieder fragen, warum finde ich gerade etwas gut, warum finde ich gerade etwas schlecht? So, woher kommt in mir diese Annahme? Sind das vielleicht ableistische Annahmen? Bin ich eigentlich, bin ich vielleicht so fixiert darauf, dass ich wieder das sehen möchte, was ich doch irgendwie auch schon kenne? Oder dass ich wieder das auf der Bühne hören möchte, was ich ja schon oft gehört habe? Also da den Mut, sich zu hinterfragen, ist das, was ich mir wünsche.